Also ich werde schon gern gehasst auch. Damals war es halt so, dass andere Leute für mich alles gemacht haben und reingeschissen haben. Natürlich, ich kann gerne auch darüber reden. Ich meine, ich bin ja heute bei euch, dass ich einfach auch über solche Sachen spreche. Wie geht's dir eigentlich KuchenTV? Hast du von dem noch was gehört? Liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem ganz tollen Video. Ich freue mich wirklich enorm auf das heute. Ich nehme die Freude gar nicht ab, du sagst das jedes Mal. Ja, ich freue mich auch immer wieder. Ja? Es ist wirklich ein Traum, hier ganz viele verschiedene Leute begrüßen zu dürfen. Ja. Liebe Freunde, macht mal einen richtig fetten Applaus für KsFreak. Danke. Ja, sagt man in Österreich. Sag mal, grüezi. Nee, grüß euch. Grüß euch. Grüß euch, Jungs, gell? An alle Leute da draußen, schöne Grüße. Ihr wisst auch, always stay fresh, der Champ ist in the house. Always, Leute, ihr wisst doch Bescheid. Aber ich setze mich hin. Ich bin ja heute hier auf euren Kanal. Ja. Das heißt, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Ja, es sind ja nicht meine Zuschauer, ich muss da ein bisschen aufpassen, habe ich gehört. Ne? Ach, alles gut, du kannst machen, was du möchtest. Du definierst ja YouTube-Fame durch Instagram-Follower. Warum bist du hier? Wir sind doch total unfame. Nein, was machst du hier? Ihr seid trotzdem cool, ihr macht ja trotzdem gute Videos. Das stimmt. Dankeschön. Natürlich sind Instagram-Follower immer wichtig für die Frauen, also auch ein Tipp für euch, wenn ihr viele Follower habt, braucht ihr nicht mal mehr Ist das denn so? Ja, tatsächlich. Ist das so? Tatsächlich, also da gibt es einen guten Move, wenn eine Frau nicht mit dir spricht, einfach das Handy wirklich eine Zeit lang vor dem Gesicht halten, bis sie realisiert, wie viel da wirklich draufsteht und dann klappt es. Und dann klappt es auf jeden Fall. Ja, natürlich. Wirst du oft angeschrieben von Mädels oder von Jungs? Zu Sexanfragen meinst Ja, du? bekommst du Sexanfragen? Ja, natürlich. Aber wie gehst du denn mit Hass um? Was ist deine Strategie? Weil du bekommst ja sicherlich viele positive, auch viele negative Kommentare. Das ist ja das, wie soll ich sagen, das beste Beispiel, wenn man gehasst wird, dann hat man irgendwo auch was richtig gemacht. Weil wenn man nur geliebt wird, dann ist auch langweilig. Also ich werde schon gern gehasst auch. Also für mich ist das so. Aber gibt's den Obwohl, es gab ja auch mal einen Unterhaltung. anderen bekannten Österreicher, der wurde auch gehasst und der hat jetzt nicht so viele positive Sachen gemacht. Ich habe mal gehört, wie du meinst. Achso, du meinst den Österreicher. Das Ding ist sogar, wir haben gestern drüber gesprochen, Jungs, das ist kein Spaß. Er ist bei mir in die Schule gegangen. Echt? In Steyr. Ich bin ja in Steyr aufgewachsen Ja. und das heißt ja in Linz beginnt's, von da kommen die meisten Motherfucker. Okay. Ihr könnt ja gerne mal nach Linz kommen, da Linz gibt's echt richtig viele Motherfucker. Also ist KsFreak auf die gleiche Schule gegangen wie Adolf Hitler. Nein, Ey, wir haben den Video nicht ganz, aber fast, okay. Ja. Aber hast du nicht mal so einen Moment, wo du sagst, wo du im Bett liegst, bei einem Mädel oder auch mal alleine, dass du sagst, boah, das ist voll viel gerade, oder in der Zeit, wo du mega gehatet wurdest, dass du sagst, ich habe da keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich will am liebsten eine Privatperson sein? Nein, das gibt mir noch mehr Kraft. Wenn ich gehasst werde, dann, ich weiß nicht warum, aber in meinem Kopf ist es so, dass ich das irgendwie so wisst ihr, was ich meine? Dass ich dann, Dass du aus den ich ziehe eher was Positives daraus, wie was Negatives. Ich werde ein stärkerer Mensch, anstatt ich ein schwächerer Mensch werde. Weil damals bei Lion TV, wenn man geguckt hat, der ist ja mit dem Hate gar nicht klargekommen. Aber ich würde sagen, er ist eher so ein schwächerer Mensch als ich. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber ich bin vom Kopf her einfach, ich bin's gewohnt. Auch, ich meine, auf der Straße hat mich noch nie wer angesprochen, hat gesagt, ey, das und das und das und das. Also, passiert nur im Internet. Wie war das denn früher, als du in die Schule gegangen bist? Warst du auch jemand, der quasi für Gesprächsstoff gesorgt hat und immer ein sehr offener Typ war, polarisiert hast, oder warst du da auch ein bisschen schüchterner? In der Schule war ich schon natürlich ein Mensch, der immer polarisiert hat. Also die ganze Schule kannte mich auch immer schon. Damals, ich meine, ich habe damals auch schon Call of Duty gespielt und ich war in der Szene auch schon richtig bekannt, weil ich einfach Pro-Gamer war und da kannte man mich auch schon und dann in der Schule hat sich das rumgesprochen, dann war ich da auch einer von den coolsten natürlich immer. Ich weiß, es hört sich so komisch an, so arrogant und dies, das, aber es ist halt einfach so, was soll ich tun? Warst der Coole von der Schule? Ja, cool, ich war schon immer dabei. Du warst ja früher richtiger Gamer, hast du gerade schon gesagt. Wie kam denn der Wechsel von Gaming zu eher so Entertainment und Content? Ja, wenn man so realisiert, ich meine, mit Geld verändert man sich immer, finde ich, weil du hast einen anderen Lebensstandard auf einmal. Vom Gamer wirst du auf einmal, du bekommst Geld und denkst dir so, was tue ich damit? Auf einmal gehst du raus, dann entwickelt man sich weiter als Mensch und irgendwann habe ich mir so gedacht, Gaming, so 10 Stunden am Tag jetzt vorm PC sitzen, ist eigentlich nicht das, was ich mir so im Leben vorstelle. Ich würde gern was anderes machen und dann habe ich was anderes gemacht, erfolgreich. Und jetzt bin ich auch gerade wieder bei diesem Umschwung, dauert halt wieder. Auch wie letztens hat es auch gedauert, 1-2 Jahre. Aber ich nehme das gerne in Kauf, aber nach den 1-2 Jahren bin ich da auch mit drin. Wie geht's dir eigentlich KuchenTV? Hast du von dem noch was gehört? Tatsächlich habe ich ihn in WhatsApp und wir haben uns vertragen, ganz normal. Ja? Ich habe ihn, das letzte, was ich ihm geschrieben habe, war nices Auto, weil er hat ja ein Audi A6 geholt. Hat er nicht irgendwie durch Spendengelder sich gekauft? Irgendwie war immer so ein Counter oben. Audi A6 und dann wurde das gespendet. Ach, mir ist es egal, wie er das macht.
Aber Hauptsache ein dicker Audi A6. Hauptsache er kauft sich ein Audi. Schöne Grüße gehen raus an dieser Stelle an den Audi-Chef. Es gibt auch Mercedes, es gibt VW, es gibt Hyundai, es gibt Toyota. Also an den Audi-Chef ganz kurz. Wide Wohnzimmer, ein Audi bitte sponsern und für mich den neuen RS7 hätte ich gern in schwarz. Und eine kleine Cola dazu und dann sind wir super. Ja, super. Danke, vielen Dank. Aber apropos Cola, du bist ja sehr fitnessbegeistert, man sieht es dir an, du bist durchtrainiert, du bist wirklich, das ist ein Traumkörper. Und du machst Werbung für Cola. Passt das zusammen? Guck, man muss es immer so sehen. Erstens ist Cola ist ja ein Getränk, das trinkt jeder, oder? Also warum sollte man nicht Werbung dafür machen, wenn man dafür bezahlt wird? Würdest du für alles Werbung machen oder gibt es No-Gos? Natürlich gibt es No-Gos. Wenn es nicht zu mir passt, dann mache ich es nicht. Und was ist, wenn ganz, ganz viel Geld geboten wird? Nein, auch nicht. Was sagst du denn zu deiner musikalischen Karriere? Wie läuft's denn da? Wie ist es gelaufen? Und was sagst du dazu? Kommt da noch was? Ja, Jungs, das Ding ist, wir haben jetzt 2 Jahre lang haben wir das alles umgeplant und auch diese Reaktion war nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, aber ist immer so. Das war auch damals von Gaming auf Real Life, war das so, ihr hättet die Kommentare sehen müssen. Für mich selber, ich dachte mir so, oh mein Gott, ich mache irgendwas falsch. Und irgendwann kommt so ein Umschwung. Und zwar, wenn es zu gut ist, wenn es einfach schon zu gut ist, dass die Leute sagen, ja, wir müssen es akzeptieren, es ist zu geil, wir können es nur noch feiern und der Zeitpunkt wird bei Musik auch kommen, weil ich habe jetzt alle Songs fertig. Auch Mashup kommt jetzt auch demnächst, ist auch heftig geworden. Mit Energy wieder oder? Ganz allein. Ganz alleine? Ganz allein. Dein Album, What Else? Sag mal was dazu. Du hast ja in deinem neuesten oder eins deiner neuesten Videos gesagt, Jungs, war Plus-Minus-Geschäft, war es also nicht so, also du entwickelst dich auch mal weiter und du sagst, das war mal, aber möchtest du nicht mehr drüber reden? Es ist, natürlich, ich kann gerne auch drüber reden. Ich meine, ich bin ja heute bei euch, dass ich einfach auch über solche Sachen spreche. Damals war es halt so, dass wir bei einem Label waren, das eher so, wie soll ich sagen, wenn man so eine Person hat wie mich, dann sollte man das eher so aufziehen, dass man es auf einer hohen Qualität hält. Und ich finde zum Beispiel, dass es nicht so war. Es war eher so Low Budget, nicht wirklich investiert in das Ganze. Ich hatte damals auch einen Ghostwriter, der mittlerweile viel schlechter als ich. Heutzutage schreibe ich alles selber, ich produziere selber, ich flow selber, ich mache meine Melodien selber, ich mache meine Beats selber, ich mache alles selber. Genau wie bei YouTube auch, weil ich weiß, im Endeffekt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Elefanten zeichnest, sieht der anders aus wie bei mir, das stimmt. Wenn ich einen Elefanten zeichne. Aber kann sein, dass zum Beispiel dein Elefant jedem gefällt und meiner gefällt auch jedem. Oder 1, 2 Leute gefällt dein Elefant mehr oder meiner. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Arbeit einfach gut mache, kann ich mehr überzeugen, wie wenn es ein anderer für mich macht. Und damals war es halt so, dass andere Leute für mich alles gemacht haben und reingeschissen haben. Und heutzutage mache ich selber. Und diesmal überzeugend. Selfmade. Selfmade. Was schaust du dir denn persönlich auf YouTube an? Gibt es irgendwelche Kanäle, die du guckst, die wir vielleicht noch nicht kennen, wo du sagst, das ist ein Insider-Tipp? Wen ich einfach trotzdem Props geben muss an dieser Stelle ist Tanzverbot, weil er mich einfach als Mensch in letzter Zeit überzeugt hat. Weil ich einfach feiere, weil ich das feiere, wie er durchzieht. Egal was er tut, er zieht es einfach durch und die Leute feiern es dann trotzdem, weil er es so macht, wie es er macht einfach. Und das ist das, was YouTube einfach ausmacht. Broadcast yourself. Und deswegen ist Tanzverbot für mich gerade so vor jedem einfach. Ne, Tanzverbot, schöne Grüße gehen raus an dich, Bruder, wenn du mal gern mit uns abhängen willst, so wir machen Umstyling, dies, das, checken ein paar Girls ab. Habt ihr euch schon mal kennengelernt? Hast du Tanzverbot schon mal Nein, echt nicht. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Wir machen es möglich. Wir machen es definitiv. Aber ganz kurz, was ich auch noch sagen wollte, Bodyformers. Der ist auch cool, den haben wir auch schon bei uns gehabt. Finde ich auch Sehr cool. netter Typ. Finde ich auch cool. Stärker jetzt wie Julian Bam, obwohl Julian Bam halt immer der Typ war mit der höchsten Qualität, finde ich. Also und viel vom Aufwand her ist es krass, aber man merkt halt auch so, dass hier ein bisschen so die Ideen ausgehen in letzter Zeit. Du trinkst ja keinen Alkohol, habe ich gelesen. Alkohol? Schon noch nie Alkohol getrunken oder hast du dem Alkohol abgeschworen? Nein, natürlich trinke ich Alkohol, aber nur noch zu besonderen Anlässen. Hochzeiten, Zum Beispiel heute? Geburtstage, heute mit euch, dann später. Ich sehe noch, aber das dürfen die Zuschauer nicht sehen, was wir dann später machen. Ja, gibt es noch irgendwas, was bisher noch keiner von dir wusste? Du bist Vater. Er weiß noch nichts davon. Nein, Vater bin ich nicht. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, nein. Aber du hast eine schöne Kette an sich die ganze Zeit. Da guckst ja. du drauf, sieht sehr schön. Ist nice, oder? Willst du dich haben? Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, Leute. So. Das ist ein ganz erhabenes Gefühl. So, mein Schatz. Danke. Ja. Du bist wie so ein Verkäufer. So. Was macht das jetzt insgesamt? Sag ich nicht. Das sag ich nicht. Das macht teuer. Und wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich erhaben. Ja, KsFreak, es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dir. Du bist ein lustiger Kerl, mach dein Ding weiter, wir freuen uns auf die Musik. Wie sagt man in Österreich? Tschüss, sagt man einfach oder in Österreich? Habe die Ehre. Habe die Ehre. Auf Wiedersehen und Farewell. Tschüss.